Teil 3 der Prüfungsfragen zur Amateurfunkprüfung zur Klasse N. Ich hoffe, ihr habt die letzten beiden Teile gut verkraftet. Los geht's! So, jetzt kommt wieder ein Vorschriftenteil und da habe ich die meisten Fragen weggelassen, weil es dann wirklich darum geht, was finde ich in welcher Verordnung und wie sind die Frequenzbereiche der einzelnen Amateurfunkbänder. Das müsst ihr dann einfach auswendig lernen und das würde jetzt hier sehr langweilig werden. Ich habe nur die Fragen rausgenommen, die vielleicht auch für die Allgemeinheit interessant oder überraschend sind. Bedarf jede Frequenznutzung einer Frequenzzuteilung? A. Jede Frequenznutzung bedarf einer vorherigen Frequenzzuteilung. B. Erst ab 0,1 Watt ist eine Frequenzzuteilung erforderlich. C. Eine Frequenznutzung ist auch ohne Frequenzzuteilung zulässig. Oder D. Es gibt Ausnahmen von der Notwendigkeit zur Frequenzzuteilung, zum Beispiel die ISM-Frequenzen. Jetzt müsste man natürlich erstmal wissen, was heißt ISM. Das ist die Abkürzung für Industrial, Scientific and Medical. Das sind also Frequenzen, die von industriellen, wissenschaftlichen oder medizinischen Geräten benutzt werden. Ihr könnt ja erstmal wieder schätzen, was richtig ist. Gibt es Fälle, wo man keine Frequenzzuteilung braucht? Die Antwort ist nein. Jede Frequenznutzung bedarf einer vorherigen Frequenzzuteilung. Irgendjemand muss ja den Überblick behalten, welche Frequenzen wofür benutzt werden. Jetzt muss man allerdings unterscheiden zwischen einer individuellen Frequenzzuteilung. Wenn ich also für bestimmte Zwecke eine Funkverbindung aufbauen will, dann kann ich für mich eine individuelle Frequenz bei der Bundesnetzagentur beantragen und wenn ich die zugeteilt bekomme, darf ich die nutzen. Es gibt aber auch allgemeine Frequenzzuteilungen. Und das ist der Grund, dass ihr auch ohne einen Antrag bei der Bundesnetzagentur zu stellen, eure WLAN, Bluetooth-Geräte und eure Handys benutzen dürft, weil das sind Frequenzbereiche, die für die Allgemeinheit zugeteilt wurden. Darum dürft ihr diese Geräte dann auch so benutzen. Ja, die Fragen, die jetzt kommen, da musste ich sagen, ja, wusste ich auch nicht. Wie ist ein primärer Funkdienst laut Amateurfunkverordnung definiert? Da müssen wir uns jetzt die Antworten ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil die sind etwas länger. A. Amateurfunkstellen sind keine Funkstellen eines primären Funkdienstes, da der Amateurfunk nach den Bestimmungen des Amateurfunkgesetzes kein Sicherheitsfunkdienst ist. B. Ein primärer Funkdienst ist ein Funkdienst, dessen Funkstellen Schutz gegen Störungen durch Funkstellen sekundärer Funkdienste verlangen können. C. Kommerzielle Funkstellen, Funkstellen von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, sind immer Funkstellen des primären Funkdienstes. Oder D. Die Unterteilung in primäre und sekundäre Funkdienste gilt nur für kommerzielle Funkstellen oder Funkstellen von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Was würdet ihr jetzt schätzen, ohne vielleicht genau zu wissen, was ein primärer Funkdienst ist? Richtig ist Antwort B. Ein primärer Funkdienst ist ein Funkdienst, dessen Funkstellen Schutz gegen Störungen durch Funkstellen sekundärer Funkdienste verlangen können. Ja, und auch Amateurfunker besitzen in bestimmten Frequenzbereichen den primären Status. Da gibt es allerdings keine Regel, das heißt, das muss man nachlesen. Das steht in der Amateurfunkverordnung, auf welchen Frequenzen der Amateurfunk primären Status besitzt und wo er sekundären Status besitzt. Im Gegensatz dazu darf ein sekundärer Funkdienst weder Störungen bei Funkstellen eines primären Funkdienstes verursachen, und er muss auch Störungen eines primären Funkdienstes in Kauf nehmen. Er darf da also nicht Unterlassung verlangen und muss sich dann eben eine andere Frequenz suchen. Ja, also die Festlegung primär oder sekundär, die gibt es in den entsprechenden Frequenztabellen und da muss man dann nachsehen oder das muss man dann auswendig lernen wieder. So, in dem Zusammenhang gibt es noch eine andere interessante Frage. Das 80 Meter Amateurfunkband ist unter anderem dem Amateurfunkdienst und dem Seefunkdienst auf primärer Basis zugewiesen. Damit beantwortet sich jetzt auch die Frage, die wir uns im ersten Teil gestellt haben. Sind denn andere Funkdienste auf den Amateurfunkbändern unterwegs? Offensichtlich ja.
Das heißt, wir haben jetzt hier zwei primäre Funkdienste. Jetzt wird interessant, wie verhält man sich da, wenn die beide auf der gleichen Frequenz senden wollen? Unter welchen Umständen dürfen Sie in einer Amateurfunkverbindung fortfahren, wenn Sie erst nach Betriebsaufnahme bemerken, dass Ihre benutzte Frequenz auch von einer Küstenfunkstelle benutzt wird? A. Sie dürfen die Frequenz weiter benutzen, wenn der Standort Ihrer Amateurfunkstelle mehr als 200 Kilometer von einer Meeresküste entfernt ist und Sie weniger als 100 Watt Sendeleistung anwenden. B. Sie dürfen die Frequenz unter keinen Umständen weiter benutzen, außer im echten Notfall, da der Küstenfunkstelle eine feste Frequenz zugeteilt ist, die sie nicht verändern kann. C. Sie dürfen die begonnene Funkverbindung mit Ihrer Gegenstelle so lange fortführen, bis Sie von der Küstenfunkstelle zum Frequenzwechsel aufgefordert werden. Oder D. Sie dürfen die Frequenz weiter benutzen, wenn aus der dauernd wiederholten, automatisch ablaufenden Morse-Aussendung klar hervorgeht, dass die Küstenfunkstelle keinen zweiseitigen Funkverkehr abwickelt, sondern offenbar nur die Frequenz belegt. Wie würdet ihr entscheiden? Die richtige und wenn man mal genau darüber nachdenkt, die einzig logische Antwort ist Antwort B. Wenn zwei Dienste mit der gleichen Priorität, also zwei primäre Funkdienste, auf der gleichen Frequenz unterwegs sind, dann hat die Station natürlich Vorrang, die diese Frequenz fest zugeteilt bekommen hat. Der Amateurfunker, der kann sich ja einfach eine andere Frequenz suchen. Der hat das ganze 80-Meter-Band zur Verfügung. Und dann noch eine Frage, die könnt ihr überprüfen, wenn ihr euch mal in den Amateurfunkbändern umhört. In welchem Bereich der Amateurfunkbänder empfiehlt der IARU-Bandplan üblicherweise die Nutzung von Morsetelegrafie? Am Bandanfang, unterhalb von 10 MHz am Bandanfang, oberhalb von 10 MHz am Bandende, C am Bandende oder D in der Bandmitte. Richtige Antwort ist hier A. Wenn ihr mal in die Amateurfunkbänder reinhört, dann findet ihr Telegrafiestationen im unteren Frequenzbereich, also am Anfang des Amateurfunkbandes. In den nächsten Fragen geht es um die Ausbreitung und die Reichweite von Funkverbindungen. Wie weit etwa reicht der Funkhorizont im UKW-Bereich über den geografischen Horizont hinaus? Er reicht etwa A doppelt so weit, B 15% weiter, C halb so weit, D bis zu 4-mal so weit. Wenn ihr euch das vorher schon mal genannte Video angesehen habt, dann wisst ihr, dass mit höher werdender Frequenz sich die elektromagnetischen Wellen immer mehr wie Licht ausbreiten und Hindernisse werfen einen Schatten. Jetzt ist es im UKW-Bereich noch nicht ganz so schlimm, das heißt, die Wellen werden in der Atmosphäre noch ein klein wenig gebeugt und kommen auch ein Stück hinter den Horizont. Und die Frage ist jetzt, wie weit kommen wir denn ungefähr? So, C können wir schon mal ausschließen, also bis zum Horizont kommen wir auf jeden Fall. Halb so weit ist also schon mal falsch. Es sei denn, es steht irgendein Hindernis im Weg. Doppelt so weit, nein, funktioniert nicht. D bis zu 4-mal so weit, ja, das wären schon extreme Überreichweiten. Richtig ist Antwort B, man kommt etwa 15% weiter, als es bis zum Horizont ist. So, in der nächsten Frage ist ein Geländeprofil gegeben und die Position eines Senders und 4 verschiedene Empfänger. Und die Frage ist, welcher der 4 Empfänger empfängt das Sendesignal am besten? Wenn wir von einer einigermaßen geradlinigen Ausbreitung ausgehen, ja, dann zeichnen wir doch einfach mal gerade Linien vom Sender zu den einzelnen Empfängern. Und dann ist zu erkennen, dass Empfänger 1 und 2 hinter der ersten Bergkuppe liegen und deshalb wahrscheinlich nur wenig empfangen werden. Auch Empfänger 4 liegt hinter der zweiten Bergkuppe, hat also auch keine direkte Sichtverbindung zum Sender. Empfänger 3 ist der einzige Empfänger, der eine direkte Verbindung ohne irgendwelche Hindernisse zum Sender hat. Richtige Antwort ist also Empfänger 3. Wie wirkt sich die Antennenhöhe auf die Reichweite einer UKW-Verbindung aus? Die Reichweite steigt mit zunehmender Antennenhöhe, weil in höheren Luftschichten die Temperatur sinkt, B dadurch steiler abgestrahlt werden kann, C sie näher an der Ionosphäre ist, D die quasi optische Sichtweite zunimmt. Es wird euch ja schon mal aufgefallen sein, dass UKW-Sender möglichst auf hohen Erhebungen oder auf hohen Gebäuden oder Türmen platziert werden. Wenn ein Sender möglichst hoch platziert wird,
dann überragt er ja alle möglichen anderen Hindernisse und ist deshalb vom Empfänger aus besser optisch zu sehen. Und wenn ich eine gute Sichtverbindung habe, habe ich natürlich auch eine gute Funkverbindung im UKW-Bereich. Antwort D ist also richtig. Welcher Effekt ist normalerweise für die Ausbreitung eines VHF-Signals über 800 bis 1000 Kilometer verantwortlich? A. Atmosphärische Absorption, B. Bodenwellenausbreitung, C. Troposphärische Inversionsbildung oder D. Reflexion an der Mondoberfläche. Atmosphärische Absorption, das wäre ja kontraproduktiv. Absorption heißt ja, die Wellen würden von der Atmosphäre verschluckt werden. Mit der Bodenwellenausbreitung hat es auch nichts zu tun. Wir reden ja über Schichten in einer höheren Atmosphäre. Reflexion an der Mondoberfläche ist eine schöne Idee. Da wird auch mit experimentiert. Allerdings sind die Signale, die da zurückkommen, unheimlich schwach, sodass man sehr empfindliche Empfänger braucht, um das Signal überhaupt aufzufangen. Damit ist also keine normale Funkverbindung über größere Entfernung möglich. Richtig ist troposphärische Inversionsbildung. Was heißt das? Bei bestimmten Wetterlagen treffen warme und kalte Luftschichten aufeinander. Die Grenzschicht nennt man dann Inversionsschicht, weil hier ein großes Temperaturgefälle auf kurzer Entfernung entsteht. An solchen Schichten entstehen dann auch hohe Windgeschwindigkeiten und Gewitter. Und Wellen im VHF-Bereich können dort an dieser Inversionsschicht reflektiert werden. Die Wellen gehen also erstmal hoch in die Atmosphäre und werden dort reflektiert, wodurch sie dann erst in größerer Entfernung wieder zurückkommen. Bei welcher Ausbreitungsart wird über stark ionisierte Bereiche gearbeitet, die sich vor allem in den Sommermonaten in etwa 100 bis 110 Kilometer Höhe bilden? A. Troposphärische Ausbreitung, B. Sporadic I, C. Reflexion an Inversionsschichten und D. Reflexion an Gewitterwolken. Auch hier geht es um Überreichweiten, nur ist jetzt hier die Ursache eine andere. Der Effekt nennt sich Sporadic I. Der Grund ist, dass die Funkwellen sich in der Atmosphäre an einem stark elektrisch leitfähig gewordenen Gebiet brechen und so zur Erde zurückgeschickt werden. Und die treffen dann natürlich in größerer Entfernung erst wieder auf dem Erdboden auf und sind deshalb viel weiter zu hören als nur kurz hinter dem Horizont. Da diese elektrisch leitfähigen Schichten in der sogenannten E-Schicht auftreten und nur zeitlich und örtlich begrenzt sind, also nur sporadisch auftreten, nennt man diesen Effekt Sporadic I. Das ist also nicht zu verwechseln mit der Reflexion an den Inversionsschichten, was wir gerade besprochen haben, auch wenn es am Ende das gleiche Ergebnis gibt. Also mit Sporadic I ist also genauso wenig wie mit der Reflexion an Inversionsschichten eine dauerhafte, sichere Verbindung herzustellen, sondern das sind nur vorübergehend auftretende Überreichweiten. Wie nennt sich der Bereich in der Atmosphäre, in dem die Kurzwellenausbreitung durch Brechung ermöglicht wird? A. Ionosphäre, B. Hydrosphäre, C. Magnetosphäre, D. Hemisphäre. Richtig ist hier A, die Ionosphäre. Die hat ihren Namen daher, dass die Luftmoleküle durch kosmische und Sonneneinstrahlung ionisiert werden und damit wird diese Schicht leitfähig. Das, was im UKW-Bereich nur sporadisch auftritt, diese Brechung an diesen elektrisch leitfähigen Schichten, das ist bei Kurzwelle quasi der Normalzustand. Deshalb kann man mit der Kurzwelle auch so weite Entfernungen überbrücken. Warum ist die Ionosphäre ausschlaggebend für die Kurzwellenausbreitung? In der Ionosphäre werden elektromagnetische Wellen durch A. elektrisch geladene Teilchen gebrochen, B. Kälte gebrochen und reflektiert, C. Temperaturübergänge gebrochen oder D. durch Wärme verstärkt und reflektiert. Das hatten wir ja gerade beantwortet. Richtig ist hier Antwort A. An den elektrisch geladenen Teilchen wird die Funkwelle gebrochen und damit umgelenkt und wieder zur Erde zurückgeschickt. Was ist ein wesentlicher Faktor für die Ausbreitung von Kurzwellen über die Ionosphäre? A. Die präzise Antennenausrichtung zum Äquator, B. die Filterfunktion des Empfängers, C. der 11-jährige Sonnenzyklus oder D. die Bandbreite der Antenne. Mit der Ausrichtung der Antenne zum Äquator hat das nichts zu tun. Auch gibt es keine spezielle Filterfunktion des Empfängers, um die Ausbreitung über die Ionosphäre zu beeinflussen.
Auch die Bandbreite der Antenne spielt keine Rolle. Es ist der 11-jährige Sonnenzyklus, denn wir haben ja gesagt, es erfolgt eine Brechung an elektrisch leitfähigen Teilen und diese Ionisation in der Atmosphäre erfolgt ja durch Strahlung. Deshalb sind die Ausbreitungsbedingungen von der Sonneneinstrahlung abhängig. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus und die Sonnenaktivität ändert sich im 11-Jahres-Rhythmus. Das letzte Maximum hatten wir Ende 2024. Und noch eine letzte Frage zu dem Thema. Eine Frequenz auf einem höheren Kurzwellenband erscheint zunächst frei, stellt sich aber anschließend als besetzt heraus. Was ist die häufigste Ursache dafür? A. Eine auf dieser Frequenz sendende Station liegt innerhalb der toten Zone und konnte daher von mir nicht gehört werden. B. Eine Station auf dieser Frequenz verwendet das andere Seitenband. C. Die auf dieser Frequenz sendende Station wurde durch den Mögel-Dellinger-Effekt kurzfristig unterbrochen. Oder D. Für die auf dieser Frequenz sendende Station sind die Ausbreitungsbedingungen zu schlecht. Hier geht es darum, dass es bei der Ausbreitung der Kurzwelle eine tote Zone geben kann, in der dieser Sender nicht zu hören ist. Auch das habe ich schon in den Videos zur Rundfunktechnik erklärt. Könnt ihr euch also da gerne nochmal ansehen. Die Ausbreitung der Funkwellen erfolgt ja einmal über die Bodenwelle und einmal über die Raumwelle. Die Reichweite der Bodenwelle ist ja begrenzt, vor allem bei hohen Frequenzen. Die Ausbreitung erfolgt also hauptsächlich über die Raumwelle, die dann an der Ionosphäre gebrochen wird und zur Erde zurückgeworfen wird. Sie trifft dann aber in sehr großer Entfernung vom Sender wieder auf die Erdoberfläche auf und zwischen der Reichweite der Bodenwelle und dem Auftreffen dieser Raumwelle kann es einen Bereich geben, in dem man den Sender nicht empfangen kann, die sogenannte tote Zone. Die richtige Antwort ist A, obwohl die Formulierung mich ein bisschen verwirrt. Eigentlich ist es ja so, dass nicht die Station sich in der toten Zone befindet, sondern dass ich mich in der toten Zone befinde und diese Station deswegen nicht hören kann. Ich kann dann aber vielleicht die Gegenstation hören und stelle dadurch fest, oh, die Frequenz wird doch genutzt. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit den sogenannten Amateurfunk-Clubstationen. Wie ist der Begriff Clubstation nach dem Wortlaut der Amateurfunkverordnung definiert? Eine Clubstation ist eine Amateurfunkstelle, die von mindestens 4 Mitgliedern einer Gruppe von Funkamateuren unter Verwendung ihres personengebundenen Rufzeichens betrieben wird. Eine Clubstation ist eine Amateurfunkstelle, die nur von einem eingetragenen Verein betrieben werden darf. Eine Clubstation ist eine Amateurfunkstelle, die von mindestens 3 Mitgliedern einer Gruppe von Funkamateuren unter Verwendung eines gemeinschaftlich genutzten Rufzeichens betrieben wird. Oder eine Clubstation ist eine Amateurfunkstelle, die an einem geografisch exponierten Standort betrieben wird. Richtig ist hier Antwort C. Mindestens 3 Funkamateure schließen sich zusammen und bauen eine Clubstation auf, die dann von mehreren Amateurfunkern genutzt werden kann. Dabei benutzen sie dann nicht ihr eigenes persönliches Rufzeichen, wenn sie dort Funkbetrieb durchführen, sondern die Clubstation bekommt selbst ein Rufzeichen. Und an diesem Rufzeichen ist sie dann auch als Clubstation erkennbar. Welche Voraussetzungen müssen für die Erteilung eines Rufzeichens für den Betrieb einer Clubstation erfüllt sein? A. Der Leiter einer als eingetragener Verein bestehenden Amateurfunkvereinigung muss auch der für die beantragte Clubstation verantwortliche Funkamateur sein. Das haben wir ja schon in der Folienfrage geklärt. Es muss gar kein eingetragener Verein gegründet werden, um eine Clubstation zu betreiben. B. Der verantwortliche Funkamateur für die Clubstation muss in jedem Fall Inhaber eines Rufzeichens der höchsten Amateurfunkklasse sein. Wenn ihr euch nochmal daran erinnert, was wir ganz am Anfang gesagt haben, was darf man mit welcher Amateurfunkklasse, dann wisst ihr, dass ihr nicht unbedingt die Amateurfunkklasse A haben müsst, um eine Clubstation zu betreiben. Ist also auch falsch. C. Die Rufzeichenzuteilung für das Betreiben einer Clubstation ist von der Benennung des verantwortlichen Funkamateurs durch den Leiter einer Gruppe von Funkamateuren abhängig. Ja, man muss einfach nur sagen, derjenige ist der Verantwortliche für diese Clubstation und dann kann man das entsprechende Club-Rufkennzeichen beantragen. D. Der verantwortliche Funkamateur muss seit mindestens 2 Jahren Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses sein. Nein, muss er nicht. Sobald ich meine Prüfung abgelegt habe, kann ich auch eine Clubstation aufbauen. Das wird dann hier auch nochmal gesondert gefragt. Ab wann darf ein Funkamateur laut Amateurfunkgesetz eine Clubstation betreiben? Richtig ist hier B, nachdem er selbst eine Zulassung zum Amateurfunkdienst
und die Zuteilung eines Clubstationsrufkennzeichens erhalten hat. Was ist nötig, damit ein Funkamateur das Rufzeichen einer Clubstation mitbenutzen darf? A. Er muss Inhaber eines Rufzeichens der höchsten Amateurfunkklasse sein. B. Er muss Mitglied in der Gruppe der Funkamateure sein, die die Clubstation betreibt. C. Er muss Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst sein. Und D. Er muss im Besitz eines Amateurfunkzeugnisses sein, das der Klasse der Clubstation entspricht. Ja, und die richtige Antwort ist, man muss nicht zu den Betreibern der Clubstation gehören, sondern jeder Funkamateur, der eine Zulassung hat, der darf auch diese Clubstation mitbenutzen. Allerdings darf er nicht unbedingt alles. Und darum geht es in den nächsten Fragen. Sie nutzen ein Clubstationsrufzeichen und verfügen über eine andere Amateurfunkzeugnisklasse als die Zuteilung der Clubstation. In welchen Frequenzbereichen und mit welchen Leistungen dürfen Sie senden? Entsprechend des Berechtigungsumfangs a. der niedrigsten der beiden Klassen, b. der Klasse der Clubstation, c. der Klasse meiner persönlichen Zulassung, d. der höheren der beiden Klassen. Richtig ist hier, die niedrigste der beiden Klassen zählt. Das heißt, wenn ich eine Amateurfunklizenz der Klasse A habe und benutze eine Clubstation der Klasse N, dann darf ich auch nur das, was ein Funkamateur mit der Klasse N darf, nicht mehr. Welche der genannten Funkamateure dürfen an einer Clubstation der Klasse A Funkbetrieb im 40 Meter Amateurfunkband durchführen? A. Inhaber der Klasse N, B. Inhaber der Klasse A, C. Inhaber der Klasse E oder D. Inhaber einer Amateurfunkzulassung einer beliebigen Klasse. Richtig ist hier, auch wenn die Clubstation eine Klasse A-Station ist, darf ich mit meiner Amateurfunkzulassung der Klasse N jetzt nicht das, was jemand mit einer Klasse A darf. Ich darf auch nur in dem Umfang an dieser Station arbeiten, wofür meine Amateurfunkzulassung mir die Berechtigung gibt. Und im 40-Meter-Band dürfen nur Funkamateure der Klasse A Funkbetrieb durchführen. Was bedeutet die betriebliche Abkürzung DX? Da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen. A auf direktem Weg, B auf dem indirekten Weg, C große Entfernung, D kleine Entfernung. DX, das ist eine Weitverbindung, also C ist richtig, das ist eine Verbindung auf große Entfernung. Eine Station ruft in der Nacht auf 3790 kHz CQDX. Die Frequenz steht hier nicht umsonst. Wir müssen wissen, dass wir uns bei 3790 kHz im 80 Meter Kurzwellenband befinden. Wer soll antworten? Nur Stationen mit DX-Präfix, nur Stationen aus Deutschland, nur Stationen im Nahbereich bis 50 Kilometer Entfernung oder nur Stationen von anderen Kontinenten. CQDX bedeutet ja, ich möchte eine Weitverbindung herstellen. Das wäre natürlich mit einem DX-Präfix auch gegeben, denn DX steht für Philippinen, aber das ist damit nicht gemeint. Eine Verbindung innerhalb Deutschlands ist auch keine Weitverbindung. Ich möchte nicht im Nahbereich bis 50 Kilometer Entfernung eine Verbindung haben, sondern hier ist die richtige Antwort D. Ja, wobei diese Formulierung Stationen von anderen Kontinenten immer ein bisschen problematisch ist. Es wird zwar immer gesagt, DX-Verbindung bedeutet, ich möchte eine Verbindung mit einem anderen Kontinent haben, aber was ist, wenn ich jetzt direkt an der Grenze zwischen zwei Kontinenten wohne? Dann wäre ja praktisch eine Verbindung gerade mal über den Grenzzaun hinüber auch eine DX-Verbindung. Also das kann es ja nicht sein. Deshalb finde ich diese Einteilung ein bisschen problematisch. Ich kenne das von früher so, von einer DX-Verbindung spricht man, wenn die andere Station mindestens 3000 Kilometer von meinem eigenen Standort entfernt ist. Das würde dann natürlich wieder Stationen vom eigenen Kontinent einschließen oder sogar aus dem eigenen Land, wenn wir mal an China denken, das ja eine Ausdehnung von über 5000 Kilometern hat. Ich hoffe mal, dass man das bei Wettbewerben ein bisschen genauer definiert. Denn die Aussage, nur Stationen von einem anderen Kontinent, ist ein bisschen schwammig. Eine Station ruft auf VHF oder UHF CQDX. Wer soll antworten? A. Stationen von anderen Kontinenten, B. Stationen auf den Philippinen, C. Stationen mit deutschem Präfix oder D. Stationen in mehr als einigen 100 Kilometern Entfernung. Wenn ihr euch an die Fragen zur Ausbreitung der Wellen erinnert, dann dürfte klar sein, dass wir mit VHF oder UHF gar nicht bis auf den nächsten Kontinent kommen. Das heißt, eine DX-Verbindung kann dort nicht
eine Verbindung mit Stationen auf anderen Kontinenten sein. Da würden wir ewig warten können, dass da jemand antwortet. In dem Fall bedeutet eine DX-Verbindung eine Verbindung mit einer Station, die ein paar hundert Kilometer entfernt ist. Wie werden bei CW Informationen übertragen? CW steht ja für Continuous Wave. Und nochmal zur Erinnerung, das ist der Fachausdruck für Morsetelegrafie. Also wie werden die Informationen da übertragen? A, durch Änderung der Trägerfrequenz in diskreten Stufen, B, durch diskrete Phasenmodulation, C, durch Modulation eines Subträgers oder D, durch Ein- und Ausschalten eines HF-Trägers. Ja, also Continuous Wave sagt ja schon, wir haben es mit einer kontinuierlichen Welle zu tun. Deswegen wird die Trägerfrequenz gerade nicht verändert, sondern sie wird einfach nur ein- und ausgeschaltet. Und der Ton am Empfänger entsteht dann dadurch, dass ich diese Trägerfrequenz mit einer zweiten Frequenz mische und die Differenzfrequenz daraus ergibt dann einen Ton. Dazu und auch zu den nächsten Fragen, da könnt ihr euch hier auf dem Kanal nochmal die Videos zur Rundfunktechnik ansehen, speziell die Modulationsarten. Was ist Modulation? Einem oder mehreren Trägern wird Information entnommen. Informationen werden auf einen oder mehreren Trägern übertragen. Dem Signal wird die Niederfrequenzkomponente entnommen oder es werden Sprach- und CW-Signale kombiniert. Also wenn wir einem Träger Informationen entnehmen, dann machen wir genau das Gegenteil von der Modulation, dann demodulieren wir das Signal und das findet natürlich dann im Empfänger statt. Die Modulation, die machen wir im Sender und da werden dem Träger oder mehreren Trägern Informationen aufgeprägt, also übertragen. Deswegen ist Antwort B richtig. Welche Aussage zur Amplitudenmodulation ist richtig? Durch das Informationssignal werden gleichzeitig Amplitude und Frequenz des Trägers beeinflusst, werden nacheinander Amplitude und Frequenz des Trägers beeinflusst, wird die Amplitude des Trägers beeinflusst, die Frequenz des Trägers bleibt dabei konstant, oder D, wird die Frequenz des Trägers beeinflusst, die Amplitude des Trägers bleibt dabei konstant. Der Name Amplitudenmodulation sagt es ja eigentlich schon. Mit der Modulation verändere ich die Amplitude des Signals, die Frequenz des Trägers bleibt dabei konstant. Welche spektrale Darstellung ergibt sich für die Modulationsart AM, also Amplitudenmodulation, bei diesem Audiospektrum? Wir haben ja also ein Audiosignal zwischen 300 Hertz und 2,7 Kilohertz, wobei die niedrigen Frequenzen etwas stärker sind als die hohen Frequenzen. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich dieses Audiosignal per Amplitudenmodulation einen Träger mitgebe? Da haben wir hier 4 Abbildungen. In Abbildung A sehen wir einen Träger, das ist dieser eine lange Strich. Und bei Amplitudenmodulation entstehen Seitenbänder, einmal ein Differenz- und einmal ein Summensignal. Und was wir hier sehen, das ist ein Seitenband mit dem Differenzsignal, das liegt also unterhalb des Trägers. Das entspricht aber nicht der Modulationsart AM, wie wir die von früheren Mittel- und Langwellensendern her kennen. Auch B nicht, da haben wir nur das obere Seitenband. Antwort C ist richtig. Es wird der Träger und es werden beide Seitenbänder übertragen, also die Summen- und die Differenzfrequenz. Und Antwort D ist deswegen falsch, weil da fehlt der Träger. Was ist der Unterschied zwischen AM und SSB? SSB nochmal zur Erinnerung, Single Sideband, also Ein-Seitenband-Modulation. AM hat einen Träger und 2 Seitenbänder. SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und nur einem Seitenband. B. AM hat einen Träger und ein Seitenband. SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und hat 2 Seitenbänder. C. AM hat keinen Träger und 2 Seitenbänder. SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und nur einem Seitenband. D. AM hat keinen Träger und 2 Seitenbänder. SSB arbeitet mit Träger und nur einem Seitenband. Und nun dürft ihr mal raten, was richtig ist. Bei AM wird der Träger und beide Seitenbänder übertragen. Das hatten wir ja gerade gesehen. Und damit kann eigentlich nur Antwort A stimmen. Bei der Einseitenbandmodulation wird nur ein Seitenband übertragen und das zweite Seitenband sowie der Träger unterdrückt. Was ist der Unterschied zwischen LSB und USB?
Das hat jetzt nichts mit dem USB-Anschluss am PC zu tun. LSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem linken Seitenband, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem unteren Seitenband. LSB arbeitet mit Träger und einem Seitenband, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und beiden Seitenbändern. LSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem unteren Seitenband, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem oberen Seitenband. Oder Antwort D, LSB arbeitet mit Träger und zwei Seitenbändern, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und einem Seitenband. Was bedeuten die Abkürzungen? Die kommen wieder aus dem Englischen. Lower Sideband und Upper Sideband, also das untere Seitenband und das obere Seitenband. Und bei der Einseitenbandmodulation wird nur eines von beiden übertragen. Das heißt, die richtige Antwort ist hier Antwort C. LSB unterdrückt den Träger und überträgt nur das untere Seitenband, also das Lower Sideband, und USB überträgt das Upper Sideband, also das obere Seitenband. Welche spektrale Darstellung ergibt sich für Einseitenbandmodulation in LSB bei diesem Audiospektrum? Also wir haben wieder das gleiche Audiospektrum wie bei der Amplitudenmodulation und wir haben jetzt 4 mögliche Ergebnisse der Modulation. Welche ist denn nun die Einseitenbandmodulation in LSB? Lower Sideband, also das untere Seitenband, Träger und oberes Seitenband fehlen, also ist Antwort B die richtige. Abbildung D, das zeigt dann das Einseitenbandverfahren in USB, also mit dem Upper Sideband. An der Stelle werden wir heute mal aufhören und die Frequenzmodulation, die heben wir uns dann für das nächste Mal auf.